Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie und habe eine Folge von der TACON 2025 aus Leipzig für euch mitgebracht. Wenn du die TACON noch nicht kennst, solltest du die unbedingt mal anschauen, weil dort echt guter Spirit mit gutem Content zusammenkommt. Und eine der Folgen, die ich dort aufgenommen habe, die hört ihr jetzt. Und zwar mit Jan Jürgens, mit dem ich über Sicherheitstests für KI-basierte Software gesprochen habe. Sicherheitstests sind ja in normalen Software-Applikationen schon ausreichend komplex, aber du kannst dir vorstellen, bei KI ist das nochmal eine Hausnummer größer. Was man dabei so beachten muss und was es für Hilfsmittel gibt, das erklärt uns Jan in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich total. Wir sind ja hier bei der TACON 2025. Du hast jetzt nachmittags dann noch deinen Workshop, deinen Vortrag-Workshop. Das ist ja so ein interaktives Format, habe ich gesehen. Und wir haben es schon mal versucht, mit einer Aufnahme haben wir irgendwie nicht zusammengefunden, aber jetzt ist es da und ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich habe nur gesehen, Security und ein KI-basiertes System und da habe ich gedacht, da habe ich gleich Gänsehaut bekommen. Ich dachte, damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen, drum muss ich mich damit auseinandersetzen. Ja, genau. Und du bist ja Experte auf diesem ganzen Thema Security, beschäftigst dich ja sehr viel damit. Und vielleicht, wenn wir da gleich mal auf die KI hinschauen, worum geht es denn da, wenn ich an Security denke? Ja, also neu beim Thema KI ist natürlich allgemein die Idee, dass ich Software habe, die selbstlernend ist, also Machine Learning, in dem Sinne KI, also das, was jetzt natürlich aktuell stark diskutiert wird. Und das bringt erstmal mit sich, dass ich vorher gar nicht so ganz genau weiß, wie sich die Software verhalten wird, weil sie soll ja selber lernen. Wenn ich das vorher schon wüsste, dann könnte ich sie ja ganz traditionell runterprogrammieren. Und die Idee ist ja, das gerade nicht zu müssen, sondern eben Software zu haben, die selber lernt und vielleicht das dann auch besser macht, als wenn ich es programmieren würde. Da hat man die erste Herausforderung in Bezug auf vertrauenswürdige KI, dass man eben, wie gesagt, vorher nicht so ganz genau weiß, was sie eigentlich tun wird. Und dann ist natürlich schwierig festzustellen, dass sie das auf sichere Art und Weise tun wird, was sie da tun wird. Und davon ist eben Security ein Aspekt, also Sicherheit gegenüber Angriffen. Da gibt es, ja, wie immer in IT-basierten Systemen verschiedene Angriffspunkte für Angreifer, die versuchen könnten, eine IT-Infrastruktur anzugreifen, die irgendwo KI einsetzt, als Komponente vielleicht auch nur. In den meisten Fällen nicht selbst entwickelte KI, aber eben gekaufte, eingesetzte oder eingebundene KI. Und um dieses Thema geht es halt eben. Das heißt also die Frage, wie kann ich meine IT-Infrastruktur, die KI verwendet, sicher machen gegenüber Angriffen, insbesondere, aber auch allgemein vertrauenswürdig machen. Und es gibt natürlich viele Domänen heutzutage, die zunehmend stark reguliert sind, wo man dann eben das auch nachweisen muss, dass man da seine Pflicht tut und auch den Einsatz von KI eben auch sicher und vertrauenswürdig gestaltet. Mhm. Ich meine, das ist natürlich auch wenn man nicht unter der Regulatorik hängt, natürlich ist man daran interessiert, hoffentlich, dass man sich um das Thema Security auch kümmert. Was sind denn da so typische Angriffspunkte, wenn wir gerade auf KI schauen? Wo kann man denn da ansetzen? Genau, also ja, eigentlich eine ganze Bandbreite im Prinzip über den Lebenszyklus von KI hinweg. Ich muss halt das KI-Modell erstmal trainieren. Die Firmen oder die Leute, die das halt eben selber machen, die müssen sich natürlich drum kümmern, dass in der Phase das KI-Modell nicht manipuliert wird, indem einem Angreifer es gelingt, da Daten einzuschleusen, die das KI-Modell beeinflussen auf eine Art und Weise, wie eigentlich nicht vorgesehen ist. Damit fängt es halt praktisch an. Dann, wenn ich ein KI-Modell habe, muss ich es natürlich ganz klassisch schützen. Das ist möglicherweise Unternehmensasset. Ich muss also schauen, dass es niemand klaut, in dem Sinne, dass er eine Kopie anfertigt und damit selber sozusagen abzieht, dass es nicht manipuliert wird. Auch da in dem Moment, wo die Daten schon existieren. Also im Prinzip hat man natürlich unter anderem auch einfach ganz klassische Sicherheitsanforderungen, die sich halt nur eben einfach auf das Asset KI-Modell beziehen. Aber eben auch spezifische Anforderungen, die eben in in der Trainingsphase bestehen. Und dann geht es halt weiter, also auch für die nicht selber trainieren, sondern einfach ein KI-Modell einkaufen. Die müssen natürlich dann sicherstellen, dass die Nutzung des KI-Modells eben auch nicht manipuliert werden kann.
indem zum Beispiel dem KI-Modell Anfragen gestellt werden, die Sicherheitsregeln irgendwie unterlaufen. Und das könnte eben sogar auch bei so einem klassischen Chatbot sein, an den halt die meisten Leute heutzutage denken, wenn sie KI sagen. Da ist es halt eben beispielsweise so, wenn das KI-Modell trainiert wurde, auf Basis von personenbezogenen Daten, dann ist es oft so, dass ich aber durch Abfragen an das KI-Modell jetzt trotzdem diese personenbezogenen Daten nicht irgendwie rausziehen können soll, weil die sind halt eben geschützt, die sollen nicht jedem in die Hände fallen. Und da versucht man natürlich zunächst mal, derartige Anfragen einfach abzublocken. Das heißt also, wenn man fragt, welches Gehalt hat der Mitarbeiter so und so, wenn man davon ausgeht, dass das KI-Modell auf Mitarbeiterdaten des Unternehmens trainiert wurde, dann sollte das System natürlich sagen, dass es diese Anfrage nicht beantworten darf. Aber wenn man dann beispielsweise nach einer bestimmten Rolle im Unternehmen fragt, also welches Gehalt hat der Compliance-Beauftragte beispielsweise, dann könnte es passieren, wenn man nicht aufpasst, dass das KI-System das dann doch bereitwillig beantwortet. Und wenn man weiß, wer das ist, dann weiß man von dem halt das Gehalt. Also, das heißt, das ist eben die Phase, wo es dann um die Nutzung der KI geht. Da muss man dann eben auch aufpassen, dass nicht manipuliert wird auf der einen Seite und dass eben nicht Daten abfließen, die eben nicht abfließen dürfen, zum Beispiel personenbezogene Daten oder eben auch wieder Unternehmensgeheimnisse und so weiter. Also im Prinzip durch den gesamten Lebenszyklus von KI, von der Nutzung, also Erstellung und Nutzung von KI-Modellen hinweg, muss man schauen, dass die üblichen Sicherheitsanforderungen eingehalten bleiben. Wenn ich jetzt mal bei den Trainingsdaten bleibe, ne, wenn ich die da reinspiele, also ich muss sagen, ich bin jetzt technisch kein KI-Experte, ich bin eher ein lustiger Anwender. Kann ich das im Nachgang nochmal feststellen, ob da mit Daten trainiert wurde, was nicht hätte der Fall sein dürfen? Oder ist das dann eher Zufall, dass man das dann als Ergebnis irgendwann kriegt, denkt sich, huch? Ja, das wird dann sicherlich schwierig. Da kommt man halt in die nächste Herausforderung beim Einsatz von KI hinein, die meistens mangelnde Erklärbarkeit. Das heißt also, wenn ich jetzt der KI eine Anfrage stelle, dann kriege ich halt eine Antwort. Aber ich bekomme keine Begründung mitgeliefert normalerweise, wie jetzt die KI zu diesem Schluss gekommen ist. Kann man versuchen zu beheben. Teilweise sieht man das auch, wenn man ein Chatbot verwendet, dass er im Internet, dass er vielleicht irgendwie einen Link mitgibt, wo er das selber gefunden hat. Das hilft einem ein Stück weiter, aber eben, das wäre nur so ein Beispiel und normalerweise kriegt man halt eben diese nicht mitgeliefert, wo die Information herkommt, weil das ja ohnehin aggregierte Information ist. Das heißt also, normalerweise ist es nicht so, dass die KI wie eine Suchmaschine funktioniert, dass sie halt einfach rumsucht und die Antwort auf die Frage findet und dann den Link gibt. Das kennen wir von der Suchmaschine, sondern die aggregiert eben wirklich die Informationen, die sie im Wissensspeicher hat und matscht das sozusagen zusammen, sodass man am Ende weiß halt niemand mehr, ja, aus welchen Informationsbestandteilen besteht jetzt eben diese Antwort, die ich da bekomme. Und dann kann man halt eben auch nicht mehr sagen, ob da eine Information eingeflossen ist, die eigentlich nicht hätte einfließen sollen, beispielsweise. Also zumindest nicht auf Basis der Anfragen. Deswegen ist es eben wichtig, dass eben in der Phase, der Trainingsphase, das eben schon absichern, dass da nichts schief geht. Wenn ich das über den Prompt mache, was du das Beispiel gemacht hast mit dem Gehalt, also ich habe da immer wieder so ein bisschen Medienberichte im Hinterkopf, wo es dann darum geht, ja, wenn man den Prompt dann ein bisschen anders schreibt, dann kommt man dann doch ran, so wie du auch gesagt hast. Man fragt dann nach der Rolle und sowas. Welche Mechanismen kann ich denn nutzen, um das dann wirklich auch sicher zu machen? Oder Ja, das ist eben schwierig. Das heißt also im Prinzip, ein Ansatz wäre natürlich Testen, also möglichst intensives Testen. Das heißt also sich selber, im Rahmen eines Testens, das zu überlegen, wie ein Angreifer sozusagen vorgehen könnte und diese Abfragen halt eben selber an das System stellen und auf die Weise, wenn man so will, Penetrationstesten machen. Das heißt also, die Rolle des Angreifers einzunehmen und zu versuchen, eben aus dem KI-System was rauszubekommen, was eben eigentlich nicht rausgegeben werden sollte oder eine Reaktion zu bekommen, die es eigentlich nicht geben sollte und das dann halt eben anschließend wieder abstellen, indem man diese Art von Anfragen dann unterbindet.
Aber das ist natürlich ein Wettlauf. Also, man wird sich nie sicher sein, ob man jetzt wirklich alles gefunden hat, wobei das natürlich eben auch die Situation beim, Sicherheitstesten von klassischer Software ist. Also, Ja, ja, es insofern, ist das immer hat man ein. halt immer. Genau, aber das wäre der Ansatz, den Ja, man da, ja. fahren würde, ja. Und das wird dann quasi wie eine Art Filter dann einfach nach der Eingabe dann geprüft. Also Genau, okay, wenn einer nach Gehalt ja. fragt, Genau, also ich werde ohnehin nicht jede Anfrage zulassen. Normalerweise, also bei den meisten KI-Modellen, außer natürlich, die basieren komplett nur auf öffentlichen Daten, dann vielleicht nicht, aber selbst dann möchte man ja nicht, dass durch diese Abfragen irgendwie Informationen sozusagen das ganze KI-Modell praktisch rausgesaugt werden. Also man wird schon eine Mengeneinschränkung sowieso schon machen, damit ich das ganze KI-Modell durch Abfragen abfließen kann und man es halt eben dann selber hat. Aber sicherlich eben auch auf problematische Anfragen hin. Also da geht es ja auch nicht nur um personenbezogene Daten oder Unternehmensgeheimnisse, sondern auch darum, dass es natürlich nicht passieren sollte, aus Reputationsgründen, dass die Anwendung dazu gebracht wird, irgendwelche unflätigen Bemerkungen zu machen. Also auch ja. da gab es dann in Medien schon reichlich Beispiele. Möchte man natürlich auch nicht, weil das eben Reputationsschaden für den KI-Modellhersteller und das betreibende Unternehmen darstellen würde. Also auch schon aus den Gründen wird man da halt eben Filter einbauen. Also ja, zum einen die Möglichkeit natürlich bei der Eingabe oder halt eben bei der Ausgabe. Beides macht Sinn. Die Ausgabe macht besonders Sinn, weil da kann ich natürlich schauen, bevor ich die Ausgabe rausgebe, steht da irgendwie ein Gehalt drin von jemandem. So, also das heißt, die Möglichkeit habe ich eben auch und das ist vielleicht sogar zielführender, als zu versuchen, jede indirekt oder verschachtelt erstellte Abfrage zu fangen, dann auch nochmal auf die Ausgabe drauf zu schauen. Verstehe. Jetzt ist es ja bei klassischen Security-Tests, da kenne ich noch so von Webanwendungen, da gab es dann auch mit der Zeit so Kataloge oder auch Tools, die dann einfach viel so Pattern drinnen haben. Wie sieht es denn da jetzt auch in der AI-Welt aus? Das ist relativ neu alles, ne? Oder gibt es Ja, da sowas schon? genau, ist neu, aber ist auch ein Thema, wo sich die Leute glücklicherweise drum kümmern, natürlich. Also wäre auch überraschend sonst. Also im Web-Bereich ist ja sehr bekannt das OWASP-Konsortium. Die hießen ursprünglich tatsächlich Open Web Application Security Project, haben sich dann umbenannt zu Open Worldwide Application Security Project. Macht auch Sinn, weil mittlerweile machen sie halt eben nicht nur Webanwendungen, sondern die entwickeln Verfahren und eben solche Testkataloge in Swanno und Anforderungskataloge nicht nur für webbasierte, sondern auch alle möglichen anderen Anwendungen und jetzt eben auch das Thema KI. Also da gibt es den OWASP Security and Privacy Guide zum Beispiel. Es gibt tatsächlich auch eine OWASP Top 10 für KI. Also Top 10 ist auch so ein natürlich bekannter Ansatz für webbasierte Software. Der wurde jetzt auch für KI-basierte Software entwickelt. Darum wird es auch tatsächlich in meinem Workshop gehen. Genau, also sehr interessant, sehr hilfreich, was dort entwickelt wird. Und da sollte man sich auf jeden Fall anschauen, worum es da geht. Mhm. Wie sehr unterstützen denn da so, also wie viele nutzen, haben jetzt nicht ihre eigene KI, sondern nutzen irgendwelche fertigen Systeme von OpenAI oder Mistral oder irgendwas. Wie sehr unterstützen die denn den Security-Gedanken? Hat man da Möglichkeiten oder sagen die, komm, mach mal? Ja. Genau, also die müssen natürlich, also dazu könnte man sich dann eben die KI-Verordnung näher anschauen. Da werden ja verschiedene Rollen definiert. Erstmal ja, die KI-Entwickler, dann die KI-Betreiber und natürlich die Anwender. Die meisten werden vermutlich jetzt nicht die Rolle der Entwickler einnehmen, aber dann schon Betreiber. Also man ist dann schon auch Betreiber, wenn man KI-Anwendungen beruflich, unternehmerisch nutzt, solange das eben nicht nur privat ist und daraus ergeben sich dann eben auch Verpflichtungen. Aber in dem Fall natürlich zunächst mal Verpflichtungen an die Unternehmen, die die KI bereitstellen, wobei sich eben schon die Verpflichtung ergibt, dass man KI auf sichere Art und Weise nutzt und eben sich auch vergewissert, dass der KI-Anbieter eben auch tatsächlich selber ja, soweit man das kann, eben die Regularien einhält. Natürlich kann man bei denen nicht reinschauen, wie deren interne Prozesse aussehen oder deren interne Architektur. Aber klar, bei den meisten Fällen wird es so sein, dass man KI als Blackbox in die eigene Architektur einbaut
Und dann ist man natürlich für alles verantwortlich, was eben mindestens um die KI herum passiert. Also welche Daten reinkommen, wie sie reinkommen, ob sie geschützt sind und wie die Daten rauskommen, ob sie beim Anschließen geschützt werden, was damit gemacht wird und ob das überhaupt erlaubt ist, das zu tun, was ich dann mit den Daten tue. Da gibt es ja auch laut KI-Verordnung Einschränkungen, dass ich eben KI nicht für alle Anwendungen einsetzen darf. Und das heißt, da muss ich mich natürlich darum kümmern, dass ich da die Regeln einhalte. Mhm. Jetzt ist es ja so, im sag mal, klassischen Security-Test oder so, wie ich das immer, ist ja auch ein großes Problem, die Schwachstelle, nämlich diejenige Person, die vorm Rechner sitzt und dann einfach mit dem infizierten USB-Stick rumfummelt oder sonst irgendwie einen Kram macht. Und ich meine, jetzt KI wird ja manchmal auch sehr leichtfertig genutzt. Oder ich lade da halt meine Dokumente hoch und lasse mich irgendwas analysieren. Wie wird das auch irgendwo adressiert, dass man sagt, okay, was können wir denn da tun, um da zu verhindern, dass da Daten abfließen? Ja, genau. Also da ist sicherlich ja auch mit am meisten zu tun, um die Nutzenden von KI entsprechend aufzuklären und zu sensibilisieren, dass eben KI nicht hundertprozentig verlässlich oder vertrauenswürdig ist, dass es Halluzinationen gibt. Hat vermutlich auch schon jeder mal erlebt, zumindest wenn er da mal ein bisschen versucht hat nachzubohren, Antworten bekommen, die gar nicht stimmen können. Also da kommt man sehr schnell hin, wenn man sozusagen weiß, wie man suchen soll. Und ja, wenn man das mal gesehen hat, dann ist das natürlich gut, weil dann ist man sensibilisiert. Aber es gibt eben auch viele Leute, die sich dessen nicht bewusst sind und die sich einfach blind auf die Antwort von dem Chatbot beispielsweise verlassen. Und das ist natürlich ja gefährlich für die Leute selber, wenn das Informationen sind, die sie für die persönlichen Zwecke verwenden oder eben auch für Unternehmen, weil von der Korrektheit der Antwort hängt gegebenenfalls was ab. Und da ist eben sicherlich einiges zu tun, um die Nutzenden zu sensibilisieren. Mhm. Wenn ich jetzt ein Team bin, das KI jetzt, ich habe den Auftrag von meinem Chef, wir sollen jetzt KI auch irgendwie einbauen. Wir brauchen jetzt auch einen Chatbot oder sowas. Kann ich, sag mal, als normalsterblicher Entwickler mit diesen OWASP-Informationen gut arbeiten oder brauche ich dafür Spezialisten, die mir da noch aufschlauen? Also zunächst mal denke ich, ist das sehr verständlich, also die Dokumentation von der OWASP. Ja, die Herausforderung ist sicherlich eher dann bei der Umsetzung, also die IT-Infrastruktur auch wirklich daraufhin zu überprüfen, ob sie eben sicher ist. Da braucht man sicherlich jemanden, der das eben beurteilen kann, genauso wie halt im klassischen Sicherheitsbereich auch. Genau, da ist es typisch, ja, also da sollte man schon entweder eine eigene Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mit entsprechender Schulung einsetzen oder eben jemanden vielleicht doch von extern draufschauen lassen. Aber das ist eben auch wieder so, also da ist KI jetzt nichts Neues, sondern wie das im klassischen Bereich auch der Fall ist. Okay, ja. Wenn du jetzt du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema und du nutzt ja wahrscheinlich auch Chatbots. Probierst du manchmal auch was aus, was geht? Also versuchst du dann auch mal so ein bisschen was rauszuholen? Ja, genau, also teilweise auch unabsichtlich, also vielleicht so eine kleine Plauderei aus dem persönlichen Leben. Ich habe einen 9-jährigen Sohn und an einem regnerischen Sonntagvormittag heißt es dann öfters mal, ja, wollen wir nicht die KI fragen, was wir heute machen sollen? Und da gibt es schon lustige Ergebnisse, weil ja, zumindest den Chatbot, den wir da verwendet haben, der scheint ziemlich schwach zu sein, wenn es darum geht, konkrete Informationen über eine bestimmte Stadt, also zum Beispiel Koblenz, Ja. wo ich wohne, zu geben. Also da haben wir dann eben natürlich nach einem Trampolinpark gefragt und er hat eine Antwort gegeben und zwar sehr selbstbewusst. Das sind die folgenden Trampolinparks, aber wir wussten selber schon und konnten auch überprüfen, die gibt es gar nicht unter dem Namen, sondern was passiert ist, der Chatbot hat halt eben den Namen irgendwo gefunden, in, ich sag mal, Berlin und gesagt, ja, wenn es in Berlin einen Trampolinpark gibt, der so heißt, dann wird es in den Koblenz schon auch geben. Also hat auch vorher aber noch mal einen Koblenz hinten angehängt, aber war halt einfach falsch. Und eine andere Abfrage war, genau, ich glaube, das irgendwie ein Kunstmuseum sollte es angeblich in Koblenz geben, was es unter dem Namen aber gar nicht gibt, sondern in Aachen und hatte sogar die Adresse angegeben. Jülicher Straße gibt es in Koblenz auch gar nicht, ist aber die Adresse in Aachen. Ja. Und das war ganz interessant zu sehen und auch dann, wenn man dann nachbohrt, also natürlich kann man dem Chatbot dann Fragen stellen, ja, bist du dir sicher, dass das stimmt? Ja, dann erstmal ja schon, aber mit ein bisschen mal nachbohren hat er dann auch zugegeben, ja, stimmt gar nicht und hat einen
gebeten, die Ergebnisse zu verbessern. Also, also das heißt, ja, ist natürlich ein schönes Spielzeug auch. Und ich denke, es ist auch sehr lehrreich, um auf die Weise eben rauszufinden, dass das eben nicht immer die reine Wahrheit sein muss, die da ausgegeben wird, sondern im Prinzip also ein Mischmasch aus den Informationen, die eingeflossen sind, was oft sehr hilfreich ist. Also beispielsweise eine schnelle Zusammenfassung von einem langen Dokument würde ich einem Chatbot schon zutrauen, aber natürlich auch mit Vorsicht. Also kann immer passieren, dass da eine Aussage gemacht wird, die in dem Dokument gar nicht drin stand, aber kann ich dann ja überprüfen. Also insofern sollte man diese Fallback-Möglichkeit immer haben. Aber eine Antwort auf eine Frage, die ich dann nicht selber auch verifizieren kann, da wäre ich dann eher vorsichtig. Also man sollte das eben nutzen, um sich selber Hypothesen geben zu lassen, die man dann aber auch noch überprüfen sollte. Und dann ist es sehr nützlich, aber diesen Überprüfungsschritt sollte man zumindest, wenn es wichtig ist, was die Antwort ist, dann doch eben auch mit durchführen. Gerade wenn es um Sicherheitsthemen geht. Ne? Genau, das ist ja, super, Jan. Vielen Dank für diese Einblicke. Das fand ich mal sehr spannend. Ich glaube, Security ist da noch so für viele ein blinder Fleck in dem Ding, weil viele noch im Experimentieren sind. Aber ich glaube, die Tipps auch mit der OWASP, da kann man sich mal lang arbeiten. Und ich bin gespannt, vielleicht habe ich auch Zeit, in einen Workshop heute zu kommen. Dann sehr gerne. Schaue ich mir das auch nochmal an. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß auf der TACON und bis bald. Dankeschön. Bis bald.